Klingeling, ich bin's wieder, euer Sultai. Willkommen hier zu einem neuen Video in The Walking Dead Survivors und heute gehen wir mal die Helden durch. Und zwar gab es so einige Änderungen und zwar bei Glenn und natürlich bei Maggie. Und ob Maggie stärker geworden ist oder schwächer geworden ist, das gucken wir uns hier an. Oder ist die Crew um Maggie, Tyrese und Axel doch eventuell jetzt stärker als die Ezekiel Crew? Das gucken wir uns genau an, also bleibt dran. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel euer Glenn wert ist oder wenn ihr den nicht habt, was er wert sein könnte, das gucken wir uns gleich mal an. Aber die Entwickler haben sich wahrscheinlich gedacht, du, der ist so schlecht, ja. Wir können dafür kein Geld nehmen. Ja, das ist ja fast wie eine Barbie-Puppe, bringt keinen Effekt und gar nichts und keiner nutzt ihn. Okay, wir gucken uns Glenn mal ganz kurz an. So, wir gehen mal hier kurz ein bisschen runter. Da ist der Glenn und wir können uns ja mal seine Fähigkeiten angucken. Die sind echt nicht bombastisch, ja, die sind echt Grütze. Also für einen Charakter, ja, den man kaufen muss, ist er zur Zeit oder in der heutigen Zeit viel zu schlecht. Ja, damals, ganz am Anfang des Spiels, war er vielleicht noch okay, aber jetzt aktuell kann es ihn knicken. Wir können uns ja mal die Chemie-Teams angucken. Hier haben wir einmal das Chemie-Team mit Rick, Michonne und Glenn. Gibt 8% und 20% und natürlich den Speed plus 1, wenn man die Crew voll hat. Diese Crew ist so semi gut. Nein, vergiss es. Dann haben wir Hometown Heroes. Vergisst es, ja. Auch wenn ihr Glenn hinterhergeschmissen bekommt, nein, auf gar keinen Fall. Ja? Sowas von schlecht, das könnt ihr vergessen. Fearless Fighters, nein. Ja? Hier müsstest du vor dem Update Michonne kaufen, ist ein Pay-to-Win-Charakter und Glenn. Jetzt musst du nur noch Michonne kaufen, aber Lara und Glenn, nein. Bringt nichts. Ne? Achso, das war es auch schon mit den Chemie-Teams. Ja, wie gesagt, mit den neuen Survivor-Skins, die ja nächste Woche rauskommen, könnte sich das eventuell ein bisschen ändern, weil die Skins, denke ich mal, geben auch ein bisschen Buffs. Hier können wir mal raufgehen, das ist Rick normal und dann zieht er sich um und hat immer noch einen Arm, aber sieht richtig cool aus. Was für Buffs die jetzt geben, diese Skins, weiß ich nicht. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Hometown Heroes, also das schwächste Team hier im Spiel, alle auf 140 hast und dafür gibt es Skins, und andere Spieler oder deine Gegenspieler haben keine Skins, dann können die Hometown Heroes natürlich wieder ein bisschen stärker werden. Also wie gesagt, die Skins bekommt ihr, wenn ihr einen Helden auf Maximum habt, dann könnt ihr euch diesen Skin anlegen und wie das Ganze aussieht, das erfahren wir nächste Woche. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare und wir gehen jetzt mal zu Maggie. Maggie hat ein Update erhalten und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir gehen mal hier auf Maggie rauf, aber nicht auf meine, weil die ist total low. Wir gehen auf die maximale Preview. Und wir sehen, dass der Skill Overcome, ja, der müsste glaube ich hier sein, genau, der liegt jetzt bei 238% ja, Schaden an 3 Gegnern. Vorher war der Schaden oder betrug der Schaden, jetzt haltet euch fest, 119%. Also das ist eine echt enorme Steigerung und auch eine richtig gute Steigerung. Ja, wie sich das nachher im Kampf anfühlt, muss man testen. Ich kann es nicht testen, das können natürlich nur die Wale testen. Maggie's Wrath, also dieser Skill hier, der liegt jetzt aktuell bei 175% und lag vor dem Update bei 156%. Also hier auch eine ordentliche Steigerung. Und damit ist Maggie, ja, sag ich mal, richtig stark geworden. Aber ob diese Crew auch die Ezekiel Crew schlagen können, das schauen wir uns jetzt mal an. Also Jungs, hier haben wir die Crew, ne, Fierce Defenders. Und das ist eine recht starke Crew. Das ist die F2 für die Wale. Ob das auch eine F1 werden könnte, schauen wir uns jetzt an. Und zwar habe ich mir mal so ein bisschen was notiert. Also fangen wir mal an mit Maggie. Also Maggie ist hier der Leader. Plus 900 Marschkapazität kann sie mitbringen. Außerdem hat sie zum Anfang einen richtig guten Burst-Schaden, wo sie richtig viel Schaden austeilen kann. Das ist enorm wichtig. Deswegen ist sie hier der Leader in diesem Team. Tyrese ist so ein Tank. Ja, er ist an der Front. Also er ist so richtig tanky und hat auch plus 900 Marschkapazität, die braucht er auch und er bringt 60% Lebenspunkte mit. Bei der Truppenkapazität, die er mitbringt, ist es auch vonnöten. Und ja, das ganze Team kann dadurch länger ins Spiel bleiben. Axel, der Gute, also Axel hat Buffs, die das Team natürlich weiterhin verstärken. Ihn sollte man nicht außen vor lassen. Er ist auch ein guter Survivor. Also die Fierce Defenders sind richtig gut beim Einstecken. Ja? Also sie haben eine richtig hohe Verteidigung und natürlich auch die Verwundetenrate ist enorm hoch. Aber ob das für Ezekiels Crew reicht, müssen wir mal gucken. So, da haben wir jetzt die Ezekiel Crew mit, wie gesagt, Ezekiel, Jesus und Michonne. Beide Survivors, Jesus und Michonne, bringen keine Marschkapazität mit. Dafür bringt das alles Ezekiel mit. Die beiden, Michonne und Jesus, die glänzen mit anderen Fähigkeiten und die sage ich euch jetzt mal. Michonne ist vorne, sie steht vorne, sie ist, wie kann man so sagen, sie ist ein Hybrid, ja, sie ist ein Tank und ein Damage Dealer. Also sehr wichtig. Sie erhöht die HP um, glaube ich, 45% und Content-Angriffe mit
bis zu 53% Schaden und sie kann den Gegner sogar zum Schweigen bringen. Jesus gibt dem Team plus 45% Defense, also Verteidigung, was natürlich enorm wichtig ist. Und Jesus ist nämlich ein guter, weil er ist immun gegen verschiedene Fähigkeiten. Was können wir abschließend sagen zu den Fierce Defenders und der Ezekiel Crew? Ich sage, also von den ganzen Fähigkeiten her, ist die Ezekiel Crew stärker. Die Fierce Defenders haben eine hohe Verteidigung, können viel einstecken, aber bei der Ezekiel Crew ist es die Sache, dass Ezekiel einfach viel zu stark ist. Ne? Ich meine, er kostet auch richtig viel Geld, aber es gibt kein stärkeres Chemie-Team im Spiel als die Ezekiel Crew. Fierce Defenders ganz klar auf die 2. Also in die zweite Formation für die Wale. Jetzt, nachdem Maggie dieses Upgrade bekommen hat, sowieso. Da haben wir auch schon die Antwort. Also die Ezekiel Crew ist anhand der Fähigkeiten und Ezekiel stärker als alle anderen Chemie-Teams hier im Spiel. Ich hoffe, dass die Entwickler die ganzen anderen Survivors vielleicht auch mal ein bisschen buffen können, also ein bisschen stärken können, mehr Prozente geben können, damit die kleinen Spieler oder auch die Delfine mehr Spielraum haben und nicht immer die gleichen Formationen nutzen. Ja, das war's auch schon mit dem Video, ganz kurz, knapp und knackig. Also Glenn könnt ihr nicht mehr kaufen, ja, den könnt ihr jetzt mit goldenen Hüten aufwerten. Maggie hat ein Upgrade bekommen, ist ziemlich stark, aber es reicht nicht, um die Ezekiel Crew zu schlagen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß im Spiel und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld und bis zum nächsten Mal, euer Sultai.